Hallo, Mona Katzenberger hier. Herzlich willkommen zu meiner heutigen Folge You Are Unique. Heute geht es um ein Phänomen, das mir besonders am Herzen liegt. Es geht um das Phänomen, wie sich das Bewusstsein über unsere persönliche Einzigartigkeit, also das, was uns von allen anderen Menschen unterscheidet, auf den Weltfrieden auswirkt. Vielleicht seid ihr jetzt überrascht im ersten Moment und fragt euch, wie soll denn das zusammenhängen? Bewusstsein über meine Einzigartigkeit und Weltfrieden ist ja vielleicht ein bisschen weit gegriffen. Ich werde das jetzt mal erläutern, was ich damit meine. Der Frieden beginnt ja in uns, in jedem von uns. Sobald ich im Einklang mit mir selbst bin, sobald ich mich selbst kenne, verstehe, wertschätze, akzeptiere, als die Person, die ich wirklich bin, nicht als das, was im Außen von mir erwartet wird, sondern als die Essenz, die ich wirklich bin. Sobald ich dieses Bewusstsein erlange, kann ich gar nicht anders, als im Frieden mit mir zu sein. Ja, also das Bewusstsein über meine Licht- und Schattenseiten, über meine Talente, über das, was ich gut kann, auch gewisse Schattenseiten, manche Schrulligkeiten, witzige Eigenarten, vielleicht die Seiten, die andere Menschen an mir sehr herausfordernd finden. Widersprüchlichkeiten hat jeder Mensch, macht jeden Menschen sehr interessant. Und sobald ich mir darüber bewusst bin, was das ist, was mich ausmacht, sowohl auf der Lichtseite als auch auf der Schattenseite, kann ich sehr gut damit umgehen. Dann kann ich sehr gut darüber kommunizieren. Da kann ich sehr gut in Interaktion mit anderen Menschen treten. Denn mit einem Menschen, der darüber erleuchtet ist, kann man eigentlich nicht mehr streiten. Das heißt, Streitigkeiten, Konflikte im Außen werden damit auch reduziert. Wenn ich sehr achtsam mit mir umgehe und so auch meinen Mitmenschen begegne, erschafft das einen ganz besonderen Frieden. Und wenn jeder das von uns erreicht, was passiert dann auf dieser Welt? Es entsteht eine größere Harmonie als momentan. Und das ist eine sehr herausfordernde Aufgabe, dessen bin ich mir selbst sehr bewusst. Ich kenne das natürlich aus eigener Erfahrung und ich kenne das auch bei meinen Mitmenschen. Deswegen ist es ein so wichtiger Schritt, sich der eigenen Einzigartigkeit bewusst zu werden. Und ich bin ganz fest davon überzeugt, viele Krisen, Kriegen, Verbrechen, Streitigkeiten, Konflikte, auch Krankheiten könnten vermieden werden, wenn dieses Bewusstsein darüber, wer ich wirklich bin, was meine Essenz ausmacht, stärker ausgeprägt wäre. Und häufig wird das versäumt. Also das sollte ja schon in der frühesten Kindheit beginnen. Schon im zarten Alter, wenn die Eltern das Kind als die Essenz sehen, die das Kind wirklich ist, und das Kind darin unterstützen, seine wahren Talente zum Vorschein zu bringen und das wirklich so entsprechend behandeln würden und auch die anderen, die Erziehungsberechtigten, die Lehrer, die Kindergärtner, die Kollegen, die Freunde, Geschwister, ja, wenn das selbstverständlich wäre, dann hätten wir bereits eine größere Harmonie auf diesem Planeten. Und dann gäbe es gewisse Krisen, Missstimmungen, Streitigkeiten und dergleichen mehr sehr viel weniger ausgeprägt. Deswegen beginnt der Frieden in uns selbst. Deswegen bedeutet es nicht, egozentrisch um sich zu kreisen, wenn man sich wirklich in der Tiefe mit sich auseinandersetzt, sondern es ist ein großer Beitrag zum Frieden. Deswegen unterstütze ich das. Ich bin gespannt auf eure Eingebungen dazu. Lasst mich gerne daran teilhaben. Wenn ihr mögt, kommentiert dieses Video oder schreibt mich an. Abonniert auch gerne diesen Kanal. Ich freue mich darüber, mit euch im Austausch zu sein. Das war's für heute von meiner Seite. Alles Liebe, bis zum nächsten Mal. Eure Mona.